Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Wie ihr seht, sind wir noch nicht auf der Hohen See, aber gleich geht es hier wieder los. Themen, die ich für euch frisch gepresst habe heute, sind logischerweise Hyatt Premium-Strategie. Die haben so ein bisschen an ihren Earnings gelost. Dann haben wir weiter das Thema Lufthansa konnte wohl einen guten Champagner wieder für die First Class besorgen. Und wir haben zum Beispiel das Thema Lappland. Die Slots werden knapp. Wir waren Trendsetter, weil wir letztes Jahr in Lappland als Teamausflug waren, hätte ich fast gesagt, als Ausflug, der jetzt nächsten Monat in Helsinki ist. Fast in 5 Wochen, ne? Dann geht's los. Ich freue mich. Vorher gehe ich noch nach Amerika. So, dann haben wir noch ein Thema Spanien. Da gibt es natürlich Auswirkungen von den Fluten. Und wir haben als Thema Accor Plus, da gab es wohl technische Probleme und Statusverlust für einige. Sehr bitter, sehr hart. Ihr könnt wie immer an dieser Stelle den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen und denkt dran natürlich wie immer kommentieren. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass einige Leute sich auch beschweren, dass sie keine Mitteilung bekommen, wenn die Sendung kommt. Das liegt daran, wenn ihr nicht nur einen Subscribe-Button, sondern nein, ihr müsst nicht nur den Subscribe-Button machen, sondern ihr solltet auch den Glocken-Button drücken, weil irgendwie hat YouTube irgendwas wieder versaubert. Gestern hatte ich auch beim Hochladen Probleme. Da wurde die Sendung nicht bearbeitet. Ich muss sie zweimal hochladen, dreimal sogar hochladen, damit da was passierte. Also da ist wohl irgendwas im Argen. Also deshalb kontrolliert nochmal, damit ihr da keine Sendung verpasst. Das erste Thema, was wir heute haben, das ist das Thema Spanien und das Flooding. Heißt also, dass da natürlich die Unwetter noch weiter den Flugverkehr in Spanien in Mitleidenschaft ziehen und da es Probleme bringt. Also insofern ist es so, dass es in den großen Teilen der westlichen Spanischen Festland, aber auch auf Mallorca viele Flüge Verspätung haben, da die Unwetterlage dort ein Problem darstellt. Die Behörden haben auch Unwetterwarnungen rausgegeben. In Finnland gab es gestern übrigens auch Schnee, aber da war keine Unwetterwarnung. Dann ist es so, dass die Behörden natürlich da die Reiseveranstalter auf den Plan rufen und die natürlich dann auch schauen, was man da machen kann. Ein Tiefdruckgebiet, was am Dienstag für die verheerenden Fluten im Süden verantwortlich gewesen ist und im Osten, das hat über 200 Tote verursacht. 2.500 Menschen werden immer noch vermisst. Das ist also eine krasse Geschichte. Und in vielen Gebieten sind halt mehr als 100 Liter pro Quadratmeter gefallen. Und auch in Palma waren halt Flüge 1 bis 2 Stunden deshalb verspätet. Ihr könnt ja mal schauen, inwieweit euch das beeinträchtigt oder beeinflusst. Die spanische Wetterdienst AMET gibt vorsorglich natürlich eine Warnstufe Orange. Ist heute Feiertag Allerheiligen? Ist heute Allerheiligen? War es gestern? Gestern war Allerheiligen, ne? Kaum ist man nicht mehr in Deutschland, weiß man auch gar nicht mehr, was für Feiertage gefeiert werden. Oh, haben wir da noch einen Film? Naja, da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir da, gucken wir mal so, dass wir da nicht irgendwie in die Copyright reinkommen. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass die Reiseveranstalter reagiert haben und dass bei den Unternehmen Reisen, die bis zum 15. November stattfinden sollen, kostenlos storniert werden können. TUI sagt, die sind kaum betroffen und da gibt es weniger Probleme. Ihr könnt ja schreiben, ob ihr in irgendeiner Art und Weise von diesen Sachen beeinflusst wart oder beeinflusst worden seid. Wie heißt das jetzt nochmal richtig? Beeinträchtigt gewesen seid. So ist die Frage richtig gestellt. Und wir machen mit dem nächsten Thema weiter. Wir haben dann als nächstes Thema Finnland, und zwar Finnland deshalb, weil Finnland sich gerade jetzt in Lappland einer großen Nachfrage erfreut. Und in Lappland ist es so, dass gerade so Rovaniemi, dann gibt es ja da andere Flughäfen zum Beispiel noch, und zwar ist das so, dass Finnavia, oder in Finnland nennt man die auch Finnmafia, dort die Slots vergeben müssen, weil natürlich im Winter jetzt gerade in Kittilä, Ivalo, Kuusamo schon dort so viele neue Routen
bekommen. 18 Stück. Eurowings fliegt ja auch aus Deutschland zusätzlich. Neuen Strecken haben mehrere Fluggesellschaften die Flugzeiten ihrer Winterstrecken verlängert. Und das ist natürlich ein Problem. Es gibt zum Beispiel auch 3 neue internationale Strecken. Die sind dort von Mailand mit Ryanair, die nach Rovaniemi fliegen, dann Discover Airlines von Frankfurt nach Kittilä und Edelweiss sogar von Zürich nach Kittilä fliegt. Also insofern gibt es wirklich viel Verkehr. Und der Flughafen ist ein kleiner Flughafen. Wer letztes Jahr mit in Rovaniemi war, weiß ja, was das für eine familiäre Veranstaltung gewesen ist am Flughafen. Und deshalb da jetzt die Slotvergabe nötig. Natürlich gibt es auch mehr Sitzplätze und so weiter. Also das heißt, das wird alles mehr kuschelig und deshalb muss man dort Slots vergeben. Also wer letztes Jahr mit dabei war, war Trendsetter. Jetzt haben wir ein Thema, was auch Trendsetter-Qualitäten hat. Und zwar ist das Thema Champagner. Und zwar der Shampoos ist ja für viele von euch ein wichtiges Thema. Wackelt hier ein bisschen, ne? Wir gehen hier gleich los mit dem Chef. Und da ist es so, dass die Freunde von Emirates durchaus hardcore mit Wein und so weiter umgegangen sind. Heißt also, dass sie zum Beispiel dort Wein in Dubai bunkern, in riesigen Lagerhallen, die gekühlt werden und da halt viele junge Weine gekauft haben, um sie dann, wenn sie älter werden, dann zu verkaufen und zu verköstigen an die Passagiere. Verkaufen werden sie in eigenen Shops, kann man übrigens auch. Und hatten auch vor 2 Jahren ungefähr einen Deal mit LMV. Ja, wie heißt die noch? LMVH, also das heißt Louis Vuitton, weil war dann noch Hermès und so weiter, ist ja glaube ich dabei. Das ist dieser französische Megakonzern, der fast, da wisst ihr Bescheid. Hier das Schiff macht gerade Lärm, es geht wohl los. War wohl jemand im Weg, da musste gehupt werden. Auf jeden Fall haben die da den Dom Perignon, aber auch Montchandon und so weiter exklusiv bekommen und damit haben einige Fluggesellschaften Probleme gehabt. Zum Beispiel bei Finnair gab es ihn nicht mehr, man konnte ihn nicht mehr auf dem Flug zubestellen, man konnte ihn auch nicht mehr dazu bestellen oder bekommen bei Singapore Airlines in der First Class. Aber da gibt es wohl jetzt Neuigkeiten bei der Lufthansa und zwar übrigens gehört auch der Veuve Clicquot dazu, fand ich auch interessant und vor allem auch der Pitou, ne? Ganz wichtige Sache. Aber anscheinend ist es so, dass dieser Exklusivvertrag irgendwie ausgelaufen ist und wir jetzt hier losfahren und im wahrsten Sinne des Wortes auslaufen. Ist es so, da können wir mal gucken, wie das aussieht. Dass die Lufthansa den jetzt bekommen, und zwar auf ausgewählten Strecken in der First Class. Ich weiß nicht, inwieweit die Lufthansa da schon irgendwas weiß, weil wenn man sich das anguckt, steht der Champagner 2013er Dom Perignon Frankreich und dann sagen sie, kommt Brüder schnell, ich trinke Sterne. Dieses Zitat wird Mönch Dom Perignon zugeschrieben, der die Verfahren zur Herstellung von Schaumwein maßgeblich entdeckt und entwickelt hat. Nach ihm ist einer der besten und berühmtesten Champagner der Welt benannt. Der 2013er Dom Perignon zeigt herrlich intensive Note von Brioche, Zitrus und Apfel, bietet mineralische Spannung und ist hochkomplex und vielschichtig, so dass wir tatsächlich glauben, wir trinken Sterne. Ja, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal die Frage beantworten des Tages. Wie wichtig euch ist der Champagner in der First Class oder grundsätzlich im Flugzeug? Und was auch spannend ist, ist natürlich, wenn man sich das Ganze anguckt, dass der Flug natürlich da schon vielleicht ein bisschen exklusiver ist, alleine weil man es angeboten kriegt. Ich persönlich bin ja kein großer Freund von Alkohol im Flugzeug, weil es einfach nicht so gut schmeckt wie am Boden. Tomatensaft ist ja kein Alkohol, aber deshalb die einzige Ausnahme als Getränk, was ich in der Luft trinke, was ich im Boden nie trinken würde. Ja, ich bin mal gespannt. Also auf jeden Fall ist es so, dass der Flug zum Beispiel von Riyadh nach Frankfurt, der hatte schon Dompi drauf, sagte einer. Und da bin ich mal natürlich gespannt, welche Strecken das noch sind. Aber da haben wir dann schon einen Live-Bericht. Wir haben dann eine Nachricht von meiner Lieblingsmarke Hyatt und ihr könnt ja auch schon mal über die Frage des Tages nachdenken, welches eure Lieblingshotelmarke ist und vor allem warum. Ich persönlich mag Hyatt, weil Hyatt sehr konsistent ist und weil Hyatt auch gerade gegenüber anderen Gesellschaften sehr hart gegen den Eigentümer vorgeht oder den Franchise-Nehmer, wenn die Markenstandards nicht
eingehalten werden. Aber Hyatt hat halt so eine Art Premium-Only-Strategie, weil die haben ja zum Beispiel viele Hotelketten gekauft und das sind alles Hotelketten gewesen, die im oberen Segment waren. Man hat jetzt zwar diese komische Longstay-Geschichte gemacht, ich habe den Namen schon wieder vergessen, wie die hieß, wo waren das nochmal? Aber ich weiß wirklich nicht mehr, weil die haben über 25 Marken. Wenn man sich das nochmal anguckt, andere wie Marriott haben 35, Hilton hat 24, Hyatt hat sogar 29, Entschuldigung. Und natürlich sind da jetzt auch ein paar All-Inclusive dabei als Addition. Aber trotzdem sind die Marken halt sehr, sehr hochwertig. Und gerade auch die neuen Hyatt House sind natürlich besser als diese, die man damals übernommen hatte. Man hat ja eine Kette übernommen und das war die Kette, wie hießen sie nochmal, Amiri Suites, und die sind ja zu Hyatt Places oder Hyatt Houses umgebaut worden und da sind die Eigentümer dann auch nicht mehr weitergegangen vor 20 Jahren und haben diese dann erneuert, hat Hyatt die knallhart rausgeschmissen. Das finde ich relativ gut, aber dadurch, dass man halt jetzt auch den Umsatz damit nicht realisiert hat, ist natürlich so, dass man auch den Wert an der Börse mit 7% verloren hat, um 7%. Und jetzt könnt ihr ja sagen, hat Hyatt eine Premium-Strategie oder nicht? Wie ist da eure Meinung zu? Wie seht ihr das? Und vor allem, was ist da eure, ja, sag ich jetzt mal, Meinung dazu? Ich persönlich habe meinen Frieden mit Hyatt Place, Hyatt House gefunden, besonders mit Hyatt House in Amerika. Ich bin ja auch nächste Woche wieder da. Ja, nächste Woche ist das ja schon fast, bin ich in Irvine im Hyatt House. Ich finde das cool, dass die einen Kühlschrank haben, eine Küche haben. Heißt also, man kann da Sachen lagern und so weiter. Also da gibt es dann schon viel Spaß und viel Freude. Ich bin mal gespannt, was hier passiert. Wir haben vielleicht Wellengang wieder, dass eine Warnung kommt. Sieht ja so aus, dass wir Gegenstrom haben. Aber es bleibt spannend auf der Hohen See. Dann die andere Geschichte ist natürlich, auch mit der Hyatt-Kreditkarte, das eine coole Addition ist. Ja, ich weiß, die gibt es nur in Amerika und ich erwähne immer mit amerikanischen Kreditkarten, aber es ist nun mal so. Die amerikanischen Kreditkarten haben für mich halt einen hohen Value. Ihr könnt ja dazu mal wirklich nochmal die Frage des Tages beantworten. Was ist eurer Meinung nach die beste Hotelmarke oder welche mögt ihr und vor allem warum? Und vor allem wichtig ist auch mal zu philosophieren, was ihr von der Hotelmarke erwartet, ob ihr diese, ich sage es jetzt mal, Kakophonie der Marken, wenn man bei Hyatt ist, dann ist ja Hyatt House, Hyatt Place kaum ein Unterschied. Hyatt House hat dann zum Beispiel eine Küche, hat Hyatt Place nicht. Da könnt ihr gerne gucken und schauen, wie ihr das Ganze findet, und da bin ich mal auf eure Meinung gespannt, ob ihr auch sagt, das ist zu viel Marken, man wird komplett wuschig und weiß gar nicht mehr, wo man hingehen soll. Ich glaube, Hyatt Studio hießen diese Longstay-Geschichten. Dieses neue im unteren Segment, muss man gucken, wie die aussehen. Gibt, glaube ich, auch nur ein oder zwei im Moment. So, und heute dann weiter mit dem letzten Thema, und zwar das letzte Thema, das ist das Thema Accor. Accor ist eine lustige Geschichte. Warum? Accor ist deshalb lustig, weil es ein Programm ist, wo die Punkte wirklich einem Value zugeordnet werden und man auch viel Revamp gemacht hat, hat da auch das Programm aufgebessert, weil es halt wirklich in meinen Augen so IHG-Level hatte, aber die haben IHG hinter sich gelassen, hatten aber jetzt ein Problem mit ihrer Weichware. Die haben da ein Problem gehabt, dass zum Beispiel Status downgegradet worden ist, weil ein Computer-Glitch war. Und zwar war das so, dass zum Beispiel das automatische Downgrade zu dem Basisstatus gegangen ist. Und zwar haben auch Member, die normalerweise einen Platin-Status hätten haben sollen, die sind auch downgegradet worden. Heißt damit, dass man Upgrades, Frühstück und Loungezugang verloren hat, was natürlich Vorteile des Status sind. Dann Night Certificates, die man bekommt als Statusvorteil, sind auch verschwunden gewesen. Dann 20 Bonus-Statusnächte sind irgendwie verschwunden bei einigen Leuten. Und ja, man konnte auch nicht die Red Hot Rooms Offers mehr anschauen und gucken und buchen. Und ich bin natürlich mal gespannt, was da passiert. Da gab es auch eine E-Mail und dann wurde da gesagt, ja, man sollte jetzt auf die E-Mail achten, dass da was Neues kommt und so weiter und so fort. Ist natürlich Problem, dass man dort auch dann den Zugang zu seinen 10% Rabatt, die man durch den Status hat, verloren hat, obwohl es einem da
per Private Sale zustünde. Auch interessant ist, dass man natürlich die Red Rooms, die natürlich auch sehr diskontiert waren, diese Raten auch nicht zugänglich hat. Und ich bin natürlich mal gespannt, ob man da eine Kompensation bekommt. Also wie man da diese Software-F-Ups von denen sich meint, dass man da sich für Ganze verbessert. Und vor allem, ich denke mal so, dass man schauen muss, was da passiert. Seid ihr betroffen davon? Habt ihr ein Problem bei Arcor? Ich bin mal gespannt. Ihr solltet unten schreiben. Und ihr solltet unten schreiben, wenn ihr die Fragen des Tages beantworten wollt, in einer etwas kürzeren Sendung als heute. Heißt also, welchen Shampoos mögt ihr oder beziehungsweise vor allem, wie wichtig ist euch Champagner in der First Class und was ist eure Lieblingshotelmarke, vor allem warum, auch im Rahmen der Kakophonie der ganzen Marken, ob euch das eher verwirrt oder ob ihr sagt, nee cool, dann kann ich genau das suchen, was ich gerade für meinen Aufenthalt möchte, ob ich halt wirklich etwas haben möchte, was schönen Luxus hat oder einfach nur so gerade da ist. Bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Und wie man denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und da dann natürlich die Glocke wieder anzumachen. Wir können jetzt mal kurz gucken, dass wir rauskommen. Ich muss einmal hier kurz dieses Face-Tracking enablen. Dann geht das, also disablen, so ist es. Und dann könnt ihr jetzt schön rausgucken, was da passiert. Sieht ein bisschen aus wie im Knast. Ich gucke mal, dass ihr da jetzt das scharf stellt. Und genießt das und für euch jetzt der Abspann. Also bis dann, ciao, ciao.